Willkommen zu meinem ersten Review. Heute geht es um die Goal Zero Sherpa 100 AC. Eine Powerbank, die in sich hat, wie ich finde. Und zwar ist es doch oft so, dass man Powerbanks wie diese dabei hat in den Ferien. Kleine sind auch praktisch, vor allem für Frauen für die Handtaschen. Aber sobald man ein bisschen länger unterwegs ist, hat man vielleicht noch einen Akku für einen Laptop oder so einen großen. Doch irgendwie hat man doch nie das Wichtige dabei. Irgendwie fehlt doch immer etwas. So zum Beispiel dieser hier. Er hat zwar zwei USB-Ausgänge und einen USB-C, aber das Ding ladet man locker 9 Stunden, bis es wieder voll ist. Deswegen räumen wir sie mal auf die Seite und schauen uns mal diese Powerbank an. Und zwar ist es so, dass sie 100 Wattstunden Kapazität bietet, was jedoch nicht ganz stimmt, denn wenn man hinten das Kleingedruckte liest, dann sieht man, dass es 94,7 Wattstunden sind. Aber immerhin. Und es gibt noch so ein schönes Fliegersymbol hinten drauf. Scheinbar wurde das Gerät auch von den US-Flugbehörden abgenommen, sodass man es ins Handgepäck mitnehmen kann. Entsprechend muss man jedoch, wenn man unterwegs ist auf der Welt, sich vorher informieren, zu welcher Kapazität Akkus, also Lithium-Ionen-Akkus, an Bord erlaubt sind. Doch was macht diese Powerbank so besonders? Nun, das sind die Möglichkeiten, die man hat, um Geräte anzuschließen. Oder auch andere Powerbanks sogar. Und zwar ist es so, dass das Äußere relativ simpel ist. Ein Metallgehäuse, ich würde sagen, es ist Aluminium. Links und rechts hier ein Kabel, das man immer dabei hat. Also hier ein USB-C auf USB-C und hier haben wir einen USB-A auf einen Micro-USB-Anschluss und es ist noch ein drittes Kabel mit dabei auf Lightning. Das brauche ich persönlich nicht, darum habe ich es nicht dabei. Des Weiteren, die Anschlüsse sind schon sehr speziell und zwar haben wir ganz links einen Solarpanel-Anschluss. Das heißt, wir können direkt hier an dieser Powerbank ein Solarpanel anschließen und dieses ladet sich dann, also das Akku-Pack ladet sich dann mit maximal 50 Watt auf. Ist natürlich cool, wenn man beim Campen ist, ein kleines Solarpanel dabei hat. Ich glaube, bis 100 Watt Panel sind unterstützt. Anschließen bis 22 Volt und dann lädt sich das Ding und man braucht kein zusätzliches Gerät. Dann weiter haben wir zwei USB-C Anschlüsse und zwar zum einen, um Geräte aufzuladen, sei es ein Smartphone, ein Laptop, das zeige ich dann später, oder auch die Powerbank selbst damit aufzuladen mit bis zu 60 Watt. Und das ist doch sehr praktisch, weil oft hat man zu Hause ein Laptop mit einem Netz, dann mit einem USB-Anschluss, das heißt hier anschließen und dann lädt sich dieses Ding in knapp 2 Stunden auf. Nicht von 8-9 Stunden, sondern wirklich 2 und dann ist es wieder voll. Dann weiter haben wir, was die Anschlüsse angeht, zwei USB-A-Anschlüsse, also die ganz normalen großen hier. Und wir haben, was finde ich ganz besonders ist, einen Inverter eingebaut, der hier jetzt 220 Volt liefert bei 50 Hertz. Die amerikanische Version entsprechend 110 und es unterstützt Geräte bis 100 Watt Dauerbelastung oder 150 Watt Spitzenleistung. Man muss jedoch beachten, dass es sich hierbei nicht um eine pure, also eine reine Sinuswelle handelt, sondern um eine modifizierte. Nicht alle Geräte kommen damit klar. Mir ist aufgefallen, dass ich einmal ein Gerät angeschlossen hatte, das zwar nur 20 Watt gebraucht hatte, aber das Gerät schaltete sich nach etwa 6-7 Minuten von alleine ab. Der Grund war offenbar, dass das Gerät, das ich hier angeschlossen hatte, die modifizierte Sinuswelle nicht wirklich unterstützte. Was auch auffiel, war, dass der Ventilator hinten sich eingeschaltet hatte, obwohl nur 20 Watt Leistungsaufnahme. Und es gab ein ganz komisches Surren hier, aber kaputt ging nichts, es überhitzte auch nicht, hat sich einfach abgeschaltet. Das passierte übrigens auch, als ich einfach mal aus Spaß eine Kaffeemaschine hier angeschlossen hatte. Natürlich war die Leistungsaufnahme um ein Vielfaches zu hoch, aber kein Problem, der Anschluss schaltete sich aus. Man konnte ihn hier wieder einschalten
und dann funktionierte der Akku-Pack und der Inverter wieder. Den Inverter kann man übrigens separat ein- und ausschalten. Dies, weil er im Leerlauf um die 2 Watt verbraucht. Ja, und so kann man auch Strom sparen und diesen auch abgeschaltet lassen, wenn man ihn nicht verwendet. Denn etwas ganz Besonderes ist das Display. Das möchte ich euch vom Nahen zeigen. Ich schalte mal das Gerät aus. Positioniere es so, dass es bei dieser Kamera hoffentlich in Ordnung ist. Jetzt, wenn wir es einschalten, sehen wir gleich den Ladezustand und auch die Leistung, die rein und raus geht. Sprich, ich kann das Gerät wirklich gleichzeitig laden und entladen. Das ist überhaupt kein Problem. Und auch Laden über mehrere Anschlüsse ist an und für sich kein Thema. Wobei mir ist aufgefallen, wenn die Powerbank ziemlich voll ist oder einer der, sagen wir, 2 Eingangsanschlüsse viel Strom liefert, dann entscheidet sich die Powerbank entsprechend nur für einen Anschluss. Aber gut, was sehen wir da? Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sehen wir die einzelnen Ein- und Ausgänge. Und ganz wichtig zu sagen ist auch, dass ich die USB-C-Ausgänge entsprechend auch manuell als Eingänge konfigurieren kann. Das heißt, wenn ich ein Gerät anschließe, wird keine Leistung abgegeben, sondern nur aufgenommen. Das kann auch wichtig sein. Um dies jedoch zu tun, weil wenn ich hier einfach nochmal drücke, komme ich wieder zurück, muss ich auf diesem Knopf hier drauf bleiben und nach einer Weile sehen wir die Statistik seit dem letzten Reset, wie viel Leistung rausging, wie viel reinging. Also es gibt sehr viele Informationen und dies unterscheidet diese Powerbank ganz bestimmt von anderen. Und was wir jetzt eben machen können, ist, wir können es hier durchschalten. Wir sehen den 8 mm Eingang, wo ich eben ein Solarpanel anschließen kann. Das heißt, ich sehe hier die Voltzahl und die Leistung, die reingehen. Ich sehe hier den USB-C 1 Anschluss und wir sehen, ich kann hier jetzt entweder den Anschluss im Automodus belassen, auf Eingang oder Ausgang allein umschalten. Das heißt, ich kann entscheiden, wie der Anschluss sich verhalten soll. Das Gute ist, das gleiche auch für den zweiten Anschluss. Dann haben wir die normalen großen USB-A-Anschlüsse, den links und den rechts, wo wir jeweils die Ausgangsleistung sehen. Dann sehen wir auch den Wechselstromleistungsausgang. Das heißt, wie viel Watt gehen dort raus. Dann sehen wir noch ein paar Informationen zur Batterie, wie zum Beispiel die Temperatur, das kann auch interessant sein. Die Firmware. Und dann sehen wir auch zum Beispiel, wie viele Ladezyklen der Akku bereits hinter sich hat. Das kann sehr interessant sein. Angegeben werden, ich meinte, zwischen 300 und 500 Ladezyklen, bis der Akku 80% bietet, was sicherlich nicht schlecht ist. Und wenn ich hier weiter drücke, kommen wir wieder auf den Standardbildschirm. So, jetzt machen wir einen kleinen Versuch, und zwar nehme ich ein längeres USB-C auf USB-C Kabel, schließe es einfach an einem Anschluss an und dann nehme ich mein Handy und schließe entsprechend das andere Ende an. Und dann schauen wir mal, das Handy lädt schon und wir sehen, also wenn man eine Taste einmal drückt, geht die Helligkeit vom Bildschirm hoch und wir sehen, dass wir aktuell 14 Watt an Leistung ausgeben, also sprich, das Handy ladet sich mit 14 Watt auf und wir sehen oben auch gleich, für wie lange die aktuell noch vorhandene Kapazität in der Powerbank noch genügt, um diese Leistung kontinuierlich abzugeben. Jetzt möchten wir etwas Größeres aufladen, das heißt, das Handy kommt wieder weg und ich habe hier was vorbereitet, und zwar der Laptop, den ich auch über USB-C aufladen kann. Jetzt schließen wir diesen Laptop mal an, warten einen Augenblick. So, das Notebook ladet sich auf. Und zwar, wenn wir jetzt auf den Bildschirm schauen, mit doch 27 Watt. Es ist fast voll, knapp über 80% des Akkus sind geladen, aber wir sehen, dass trotzdem noch 27 Watt
fließen ins Notebook. Und aktuell würde die Powerbank bei dieser Leistung für rund 3 Stunden, wie es aussieht, die Leistung abgeben können. Das heißt, es ist eine Powerbank, die sehr universell einsetzbar ist, vor allem auch mit dem Solarpanel. Normalerweise sollte es kein Problem sein, diese ins Handgepäck mitzunehmen, das heißt, mobil ist sie. Sie wiegt knapp unter 1 Kilogramm. Was mir persönlich noch sehr gut gefällt, sind die schwarzen Gummi-Einlässe hier. Sieht nicht nur schick aus, sondern es ist wirklich ein guter Schutz, sprich wenn es auf dem Untergrund steht, ist es rutschfest, und das Handy kabellos aufladen, was ich übrigens hier tun kann. Auf der unteren Taste einmal drücken, Gerät wieder aktivieren, nochmal drücken, erscheint das Symbol. Und jetzt, wenn ich das Handy einfach drauflege, kann ich es eben so tun, so dass es nicht direkt auf dem Metall aufliegt, und es ladet sich bereits auf, und auf dem Bildschirm sehe ich natürlich mit welcher Leistung: 4 Watt, denn kabellos kann ich Geräte bis 5 Watt aufladen. So, ich hoffe, dieser Test, dieses kleine Review hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Falls ihr noch mehr interessante Videos wie zu Powerbanks, mobilen Kühlschränken, Camping, Motorrädern sehen möchtet, dann subscribe doch einfach, abonniert meinen Kanal. Am besten mit der Glocke, so dass ihr kein Video verpasst. Und ja, ich werde übrigens noch das Produkt unten verlinken in der Beschreibung, so dass, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr dort vorbeischauen. Der Preis ist übrigens in der letzten Zeit stark gesunken. Ich hatte noch knapp über 300 Schweizer Franken gezahlt, also knapp 300 Euro. Inzwischen zahlt man um die 250, wenn das doch kein Angebot ist. Also, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.